Das Galaxy Tab S8 Plus, das Bookcover Keyboard und das Bookcover Keyboard Slim sowie der S Pen Pro. All das packen wir in den nächsten Tagen gemeinsam aus. Let's go! In diesem Video packen wir zunächst das Galaxy Tab S8 Plus aus und richten es danach ein. Seht mal, wie flach die Verpackung ist. Das zeigt uns, dass kein Netzteil enthalten sein wird. Lasst uns die Verpackung öffnen. Erstes Siegel durchgetrennt und jetzt noch das zweite durchtrennen. Et voilà, wir können den Deckel nun anheben und blicken auf das Tab S8 Plus, das noch eingehüllt ist. Wir heben es raus und legen es kurz beiseite, um uns den Lieferumfang anzuschauen. Der ist echt überschaubar. Rechts der S Pen, in der Mitte das Ladekabel Typ C zu Typ C und links eine Nadel, um den Schlitten zu entfernen für die MicroSD-Karte. Denn, und das ist ganz wichtig, man kann den Speicherplatz per Speicherkarte erweitern. Genau deshalb habe ich auch die kleinste Variante mit 128 GB gekauft. Falls ich in Zukunft mehr Speicherplatz brauchen sollte, kaufe ich mir eine günstige MicroSD-Karte und fertig. Abgesehen davon ist nur noch Papierzeugs drinnen, wie die Schnellanleitung. Der S Pen ist ganz schön sticky, sprich er haftet enorm. Und die Spitze ist auch enorm spitz. Ich hoffe, sie hält eine Weile, denn im Lieferumfang sind keine Ersatzspitzen enthalten. Apropos Lieferumfang, hier habt ihr die Übersicht. Fingerschnips und weg. Wir holen das silberne Tab S8 Plus aus der Hülle. Die Rückseite verrät uns noch, dass der S Pen hinten im schwarzen Bereich platziert werden kann, wo er auch aufgeladen wird. Ist zur Kenntnis genommen, auf geht's. Tada! Da haben wir die schöne silberne Rückseite. Links oben der Samsung-Schriftzug. Wieder einmal Sound by AKG, da freue ich mich drüber. Die haben noch nie enttäuscht. Rechts oben die Dualkamera und der Parkplatz für den Stift. Die Magneten sind schön stark. Genau so muss das sein. Auf der Unterseite sehen wir die Pogo-Pins, um die Verbindung zum Bookcover Keyboard herzustellen. Hier die ersten zwei Lautsprecher plus Mikrofon. Auf der Oberseite der Ein-Ausschaltknopf, die Lautstärkewippe, ein weiteres Mikrofon sowie der Einschub für die Speicherkarte. Ganz schön viel los hier oben. Auf dieser Seite die nächsten beiden Lautsprecher sowie der USB Typ C Eingang. Die Displayränder sind schön schmal und vor allem überall gleich breit. Das gefällt mir schon jetzt. Das Display ist ein OLED-Screen und nur aus diesem Grund habe ich dieses Tablet gekauft und nicht das iPad Pro. Ich setze nur noch auf OLED und versuche all meine Geräte nach einem OLED-Screen zu kaufen, solange die Preise natürlich vertretbar sind. OLED-Fernseher beispielsweise kosten ja die Welt, in Klammern noch. Genug der Ausschweifungen, lasst uns das S8 Plus einrichten. Einmal den Power-Knopf für einige Sekunden gedrückt gehalten, schaltet es sich ein und fährt hoch. Wir klicken auf Start, wählen Deutsch, Deutschland aus und klicken auf Weiter. Jetzt wählen wir noch einmal Deutschland und dürfen auf Neustart drücken. Genau wie bei der Galaxy Watch 4. Das mag ich überhaupt nicht und verstehen tue ich es erst recht nicht. Wieso muss das Gerät neu gestartet werden? Also warten wir wieder, bis es hochfährt. Andere Hersteller lösen das besser. Sorry Samsung, das müsst ihr wirklich mal ändern. Jetzt können wir die Datenschutzrichtlinien lesen. Wir müssen nur den obersten Punkt zwingend anwählen. Die unteren beiden Punkte können wir ruhig außer Acht lassen. Ein Klick auf Weiter und wir wählen die Berechtigung für Apps und Dienste von Samsung. All die Punkte können wir beruhigt angewählt lassen, zumal wir die Berechtigung jederzeit in den Einstellungen entziehen können, nach der Einrichtung. Wir kommen zum Verbinden mit dem WLAN. Nach erfolgreicher Verbindung sucht das Tablet nach vorhandenen Updates und wird auch vorbereitet. Und was ist das bitte? Es hat sich aufgehängt. Das hatte ich auch noch nie, verdammte Axt. Was ist hier los? Samsung, willst du mich ärgern? Haben wir schon April? Geht doch. Wollen wir Apps und Daten von einem anderen bzw. alten Tablet auf das neue kopieren? Nein, in meinem Fall nicht, denn ich habe kein anderes Tablet. Ihr könnt an dieser Stelle gerne auf Weiter klicken und die nachfolgenden Anweisungen durchführen. Ich klicke gezwungenermaßen auf Nicht kopieren, denn ich habe nichts zu kopieren. Die Daten werden überprüft und ich soll mein Gmail-Konto anmelden.
Gesagt, getan, die Kontoinformationen werden abgerufen. Das ging schnell. Welche Google-Dienste wollen wir erlauben? Die Sicherung in Google Drive lassen wir aktiv. Den Standort genauso. Die WLAN-Suche aber deaktivieren wir. Nutzungsdaten wollen wir auch nicht senden. Ein Klick auf Akzeptieren bringt uns auf die nächste Seite, wo wir die Suchmaschine auswählen können. Diesen Schritt sehe ich so auch zum ersten Mal. Das gucken wir uns näher an. Scrollen wir erstmal runter und klicken auf Google. Dann bekommen wir eine Beschreibung. Diese Beschreibung sollten wir uns auch mal bei den anderen anschauen. DuckDuckGo kennen bestimmt einige von euch. Ebenso Microsoft Bing. Ecosia ist mir neu. Damit unterstützt man das Pflanzen von Bäumen und schützt seine Daten. Okay? Was ist mit PandaSearch? Damit unterstützt man Projekte des WWF, also das World Wide Fund for Nature. FairSearch für faire Gewinnzuteilung. Nona, wie krass, das stammt aus Deutschland, habe ich noch nie gehört. Wahnsinn, was es neben den altbekannten noch für Suchmaschinen gibt. Ich wähle Google, da sie immer noch die besten Suchergebnisse liefert. Asche auf mein Haupt, ja. Ein Klick auf Weiter bringt uns zum Schutz des Tablets. Dabei haben wir zur Auswahl Gesichtserkennung, Fingerabdrücke, Muster, PIN und Passwort. Lasst uns den optischen Fingerprint-Sensor testen. Dafür müssen wir zuerst einen PIN-Code festlegen. Den dürft ihr jetzt leider nicht sehen. Zwinker. Los geht's. Das ging schnell. Den Google Assistant mit Hey Google aufwecken will ich nicht. Also überspringen. Und das Tablet wird vorbereitet. Wir sollen warten, denn wir stehen kurz vor dem Ende der Einrichtung. Jetzt können wir noch unseren Samsung-Account anmelden. Hier ist alles optional, also wählen wir nichts aus. Je weniger, desto besser. Die 2-Schritt-Verifizierung sendet nun einen Code an mein Galaxy Z Fold 3, das ich auf dem Tablet eingeben muss. Diese Sicherheitsmaßnahme, bitte, solltet ihr bei euch auch aktivieren. Das ist enorm wichtig. Das war's, wir sind startklar. Entweder wir beenden die Einrichtung jetzt oder wir erkunden das neue Galaxy Tab S8 Plus. Das sind 17 Tipps und Tricks. Ich beschleunige das Video ein wenig, ihr könnt es pausieren bei den Tipps, die euch gefallen, beziehungsweise die hilfreich für euch sind. Nun sind wir aber wirklich durch und landen auf dem Homescreen. Das erste, was wir machen, ist den Fingerprint-Sensor testen. Ja, klasse. Er entsperrt zügig. Als zweites prüfen wir, ob es Updates gibt. Ja, tatsächlich gibt es bereits eines. Die Gesamtstabilität und die Sicherheit wird dadurch verbessert. Es ist mit knapp 1,4 GB ziemlich groß, das installiere ich einfach nach dem Video. Vielen Dank fürs Zusehen. Weiter geht es mit dem Unboxing des Bookcover Keyboards. Klickt hierzu auf die Karte. Ciao und bis gleich.